Heute möchte ich erklären, was Proof of Work ist und warum es keine Energieverschwendung ist. Ja, dazu müssen wir uns aber erstmal näher anschauen, welche Formen Geld überhaupt annehmen kann. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Einmal als Eintrag in einer Liste, also wo drinne steht, Hans hat 1 Bitcoin, ich habe 5 Bitcoin, Peter hat 7 Bitcoin. Oder als physischer Gegenstand, also etwas, was du anfassen kannst, also wie zum Beispiel Gold. Nur das Problem in der heutigen Welt ist, dass wir das Geld in Echtzeit um die gesamte Welt versenden wollen. Und das funktioniert nun mal nicht mit physischen Gegenständen, also mit Gegenständen, die eine Masse haben. Also muss das Geld heute in Form von Informationen auf einer Liste stehen. Ja, diese Form von Geld, also Informationen in einer Liste, haben ein ganz großes Problem. Und zwar haben sie keinen Bezug zur echten Welt. Zum Beispiel kann ich eine Liste erstellen, wo drauf steht, auf dem Teller liegt eine Banane. Und naja, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, stimmt das ja. Also in der echten Welt liegt eine Banane da und in der Informationswelt, also in der Liste steht eine Banane. Ist doch alles super, top, funktioniert ja. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich die Banane esse, dann ist in der echten Welt keine Banane mehr, aber in der Welt der Informationen, also auf der Liste, steht immer noch da, dass eine Banane liegt. Ja, das heißt ja, dass die Information nichts über die echte Welt aussagt. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, den Informationsstand mit der echten Welt abzugleichen und falls es zu Veränderungen kommt, ja, auch diese zu berichtigen. Und genau so funktioniert auch die heutige Welt. Also es gibt einen Staat oder eine Bank, ja, die eine Liste führt, wo drin steht, ich habe 21 Euro auf dem Konto. Ja, das entscheidende Problem ist jetzt nur, dass diese eine Partei Einblick in die Liste hat und auch die Macht hat, ja diese Liste zu verändern. Und hier kann auch diese Partei das missbrauchen. Und genau das passiert leider auch in der Welt. Es werden zum Beispiel Konten von regierungskritischen Journalisten eingefroren oder Transaktionen einfach zensiert. Und genau für dieses Problem brauchen wir ja dezentrale Netzwerke. Im Grunde stellt sich da jetzt nur eine einzige Frage. Was ist die Wahrheit? In einem zentralen System beantwortet diese Frage eine zentrale Instanz. Also sie schreibt etwas in die Liste rein. Zum Beispiel schreibt sie da rein, ich habe 0 Euro auf dem Konto. Das stimmt zwar jetzt nicht, aber sie hat jetzt reingeschrieben, also ist es die Wahrheit und damit muss ich jetzt leben. Ja, ist natürlich doof, da wurde ich jetzt abgezockt. In einem dezentralen System gibt es per Definition keine einzige Quelle der Wahrheit. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie schafft man es, dass ein dezentrales System die Wahrheit ermittelt? Man könnte es jetzt zum Beispiel so machen, dass man jeden einzelnen Teilnehmer eine Stimme gibt und wenn eine Wahrheit mehr als 50% von den Stimmen erhält, ist es jetzt die offizielle Wahrheit. Ja, das Problem ist jetzt nur da, dass man da cheaten kann. Also eine Person kann sich als 5 Personen oder als 100 Personen oder als 1000 Personen ausgeben und somit halt ja wieder eine höhere Macht haben. Oder man könnte es so machen, wer das meiste Geld hat, ihr darf bestimmen, ja, was die Wahrheit ist. Nur das Problem an Geld ist, dass das sich auf lange Zeit wieder zentralisieren. Also auch jeder Wert auf der Welt zentralisiert sich. Das heißt, es ist wieder so, dass nur zentrale Instanzen die Wahrheit bestimmen. Also müssen wir irgendwas nehmen, wo niemand cheaten kann, wo auch niemand etwas faken kann und ja, was für jeden Menschen gleich ist oder gleich gilt. Und das ist Energie. Nämlich Energie kann auch nicht einfach aus dem Nichts erschaffen werden, also einfach indem man irgendwie cheatet und auf den Knopf drückt und sagt, ich habe jetzt hier ganz viel Energie aufverbraucht. Das funktioniert nicht. Nämlich es gibt den Energieerhaltungssatz. Du kannst Energie nicht aus dem Nichts erzeugen oder Energie jetzt zerstören. Du kannst Energie nur umwandeln. Und genau das benutzt Proof of Work. Energie über Zeit aufwenden. Aber wie funktioniert jetzt Proof of Work? Ja, dazu müssen wir uns anschauen, was ein Hash ist. Und ein Hash ist einfach nur eine mathematische Formel, die sich nicht rückwärts rechnen lässt. Und ja, Bitcoin benutzt den Hashing-Algorithmus SHA-256. Und das funktioniert ungefähr so. Man hat am Anfang Informationen, schickt das durch die Formel und am Ende bekommst du immer eine 256 Bit lange Zahl raus. Und das Interessante jetzt hierbei ist, dass du diese Formel nicht umstellen kannst, wie im Matheunterricht, wenn du einfach nach x umstellst. Das funktioniert hier einfach nicht. Und willst du hier einen ganz bestimmten Hash rausbekommen, also zum Beispiel einen Hash mit 4 Nullen am Anfang, dann kannst du nicht einfach die Formel umstellen und weißt, welche Informationen du vorne reintun musst, sondern das Einzige, was du machen kannst, ist einfach auszuprobieren. Also es ist so, dass du irgendwelche Informationen am Anfang reintust und schaust, ob jetzt nun ein Hash mit mindestens 4 Nullen rauskam. Und wenn es das halt nicht ist, dann musst du halt deine Informationen am Anfang ändern und dann wieder schauen, wieder ändern und wieder schauen. Und irgendwann hast du den.
Und ja, der einzige Weg ist, um einen gültigen Hash zu finden, ist das Ausprobieren. Und das Ausprobieren oder das Raten hat keine Abkürzung und somit ist das für alle Teilnehmer fair, weil niemand jetzt einfach cheaten kann. Und das Finden eines gültigen Hashes, also eines Hashes mit einer gewissen Anzahl an Nullen vorne, ist einfach nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nämlich hast du nun jetzt sehr, sehr viel Rechenleistung in dem Netzwerk, dann ist deine Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du einen gültigen Hash findest. Hast du jetzt recht wenig Rechenleistung, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass du einen gültigen Hash findest. Aber wird jetzt ein gültiger Hash, also ein Hash mit einer gewissen Anzahl an Nullen gefunden, dann ist es ja so, dass wir wieder eine Information haben, also dieser Hash. Und ja, dieser Hash sagt jetzt etwas über die echte Welt aus, weil dieser Hash nur auch gefunden werden konnte, indem in der echten Welt Energie, also Rechenleistung, aufgebracht werden musste. Und somit hat die Information, also dieser Hash, einen Bezug zur echten Welt. Und somit ist Proof of Work, also das Ausprobieren von Hashes in Form von Energieverbrauch, eine Brücke zwischen der Welt der Informationen und der echten Welt. Weil in der Information selbst die echte Welt, also der Energieverbrauch, enthalten ist. Aber warum ist Proof of Work jetzt so sicher? Ja, um das zu beantworten, müssen wir uns erstmal fragen, was Sicherheit überhaupt ist. Und bricht man das runter auf die allerunterste Ebene, ist Sicherheit gleich Energie. Schauen wir uns das mal an, ja, wie das in der echten Welt so aussieht. Ich habe einen Rasenmäher und möchte ihn irgendwo sicher hinstellen. Ja, was mache ich da jetzt? Ich nehme einfach Holz und baue um diesen Rasenmäher einen kleinen Schuppen drum. Und möchte jemand mir jetzt meinen Rasenmäher stehlen, dann muss er Energie aufbringen und die Holzwand erstmal aufsägen, um in den Schuppen auch jetzt reinzukommen und meinen Rasenmäher auch jetzt zu stehlen. Und somit ist es so, dass die Energie, die in dem Holz gespeichert ist, aber auch den Schuppen sichert, beziehungsweise jetzt den Rasenmäher sichert. Also du musst die Energie aufbringen, die in dem Holz auch gespeichert ist, um das Holz auch zu entfernen und da reinzukommen. Um einen Rasenmäher abzusichern, reicht wahrscheinlich noch eine Holzwand. Aber hat man jetzt ganz viel Gold, was man lagern möchte, dann ist eine Holzwand vielleicht nicht ganz so schlau, weil man recht schnell und mit recht wenig Energieaufwand durch die Wand durchkommt. Und genau deswegen werden Bunker auch gebaut. Ein Bunker besteht aus meterdicken Betonwänden und somit wurde jetzt ganz viel Energie aufgebracht, um eine sehr, sehr hohe Sicherheit zu erzeugen. Ich muss jetzt nämlich ganz viel Energie aufbringen, um durch diese Betonwand durchzukommen. Und somit kann man schon mal sagen, ja, das Gold ist auf jeden Fall deutlich besser abgesichert als mein Rasenmäher. Das Problem jetzt nur daran ist, dass nur eine gewisse Menge an Energie aufgebracht wurde, um Sicherheit zu erzeugen. Also was meine ich damit? Also es wurde nur eine gewisse Menge Energie aufgebracht, um den Beton herzustellen und zu errichten. Es wurde nur eine gewisse Energie aufgebracht, um den Stahl herzustellen. Und da gibt es jetzt ein kleines Problem. Habe ich jetzt nämlich genügend Zeit, kann ich selbst nämlich mit einer Nagelfeile mich durch die Wand graben. Machen wir einfach mal ein ganz simples Rechenbeispiel. Die Bunkerwand hat eine Schutzenergie von 1 Million. Und meine Nagelfeile in der Hand schafft am Tag eine Sägeenergie von 1000. Also meine Nagelfeile schafft es, 1000 Energie von der Wand jeden Tag abzusägen. Also bin ich in ungefähr 1000 Tagen, also in ungefähr 3 Jahren, durch die Wand durch. Und das nur mit einer Nagelfeile. Und somit sind alle physischen Objekte in der heutigen Welt mit genügend Zeit unsicher, weil du musst einfach nur über eine gewisse Zeit eine gewisse Menge Energie aufbringen, um die Sicherheit abzubauen oder abzusägen und du kommst in diesen Raum rein. Schauen wir uns mal an, wie das bei Bitcoin ist, beziehungsweise bei Proof of Work ist. Für jeden gültigen Hash, beziehungsweise für jeden gültigen Block wurde Energie aufgebracht. Und da es sich hierbei um eine Blockchain handelt, ist es so, dass die Blöcke miteinander verbunden sind. Und das heißt, dass auch jeder einzelne Block eine Art Energieebene ist oder eine Art Energiewand ist, die das Netzwerk absichert. Möchte jetzt zum Beispiel ein Angreifer die gesamte Bitcoin-Blockchain überschreiben, müsste er die gesamte Energie, auch die seit dem ersten Block, also auch seit ungefähr 12 Jahren im gesamten Bitcoin-Netzwerk aufgebracht wurde, muss er selber aufbringen, um die Bitcoin-Blockchain zu überschreiben. Nämlich besagt jetzt der Nakamoto-Konsensus, dass der Datenstand der richtige ist, wo am meisten Energie aufgebracht wurde. Und der Angreifer muss erstmal auch die gesamte Energie, auch die seit 12 Jahren aufgebracht wurde, selber erstmal aufbringen. Und genau deswegen ist es auch schon heute für einen Staat so unglaublich schwer oder eigentlich fast unmöglich, Bitcoin anzugreifen, weil ein Staat gar nicht auch so viel Energie aufbringen kann.
Also stellen wir uns das mal jetzt halt bildlich vor. Bei Bitcoin ist der Energieaufwand die Bunkerwand. Und da das Mining immer weiterläuft, ist es so auch, dass im Prinzip immer neue Stahlplatten an die Innenwand des Bunkers immer neu hinzugefügt wird, weil immer neue Energie in das Mining fließt. Und somit ist es jetzt auch nicht möglich, ja, das Bitcoin-Netzwerk mit einem Rechenschieber zum Beispiel anzugreifen, weil du hast jetzt nicht unendlich viel Zeit, ja, das Bitcoin-Netzwerk anzugreifen, weil in derselben Zeit das Bitcoin-Netzwerk selber wieder Energie aufbringt, um neue Sicherheit, also um weitere Sicherheit aufzubauen. Und genau das ist der Unterschied zwischen einem Bunker und Bitcoin. Bei einem Bunker brauchst du nur genügend Zeit, um durch die Wand zu kommen. Bei Bitcoin schaffst du das nicht, weil immer neue Energie, also immer neue Platten an die Innenwand auch jetzt gebaut wird. Und somit ist die Wand bei Bitcoin, also die Sicherheit von Bitcoin, pure Energie. Wie eine Art Kraftfeld umgibt Bitcoin und man muss mehr Energie aufbringen, um dieses Kraftfeld aus purer Energie zu durchdringen und Bitcoin anzugreifen. Am Ende stellt sich die Frage, ob der hohe Energieverbrauch berechtigt oder verschwendet ist. Aber diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man versteht, welche Probleme Proof of Work löst. In dem heutigen Fiat-Geldsystem wird durch Gelddrucken still und heimlich die Kaufkraft und somit die gespeicherte Arbeitszeit gestohlen, was gleichzusetzen mit Sklaverei ist. Der Diebstahl von durchschnittlich 7,6% der Arbeitsstunden pro Jahr seit 1981 ist gleichbedeutend mit der Versklavung von 11,7 Millionen Menschen für 40 Jahre am Stück. In Bezug auf die absolut gestohlene menschliche Zeit pro Jahr ist Fiat-Währung das größte Pyramidensystem und die größte Institution der Sklaverei in der Geschichte der Menschheit. Durch das Gelddrucken entsteht der Cantillon-Effekt, wodurch Reiche noch reicher werden, was zur Folge hat, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht und somit soziale Spannungen zunehmen. Durch das ständige Entwerten des Geldes wird das Sparen bestraft und der Konsum belohnt, welches zu Ressourcenverschwendung und Überkonsum führt, was maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich ist. Durch das Gelddrucken steigt die Zeitpräferenz, wodurch kurzfristige, schnelle Lösungen vor langfristigen bevorzugt werden. Geld ist billig und muss somit schnell ausgegeben werden. Welche Probleme löst Bitcoin? Durch Bitcoin haben wir nun ein hartes, zensurresistentes Geld, wo die Sklaverei wie im Fiat-Geld nicht mehr möglich ist. Bitcoin ist auf 21 Millionen Stück begrenzt und keine einzelne Identität wie der Staat hat die Macht, diese Regeln zu verändern. Durch Bitcoin entsteht Ruhe und Stabilität auf der Welt, da jeder die Gewissheit hat, wie die Geldpolitik in den nächsten 5, 50 oder 100 Jahren aussieht und somit seine Zeitpräferenz senkt und langfristige Projekte angeht. Durch Bitcoin geht der Überkonsum zurück, da Sparen sich lohnt und somit bewusst qualitativ hochwertige und langlebige Produkte gekauft werden, was umweltschonend ist. Durch Bitcoin wurde das sicherste Netzwerk erschaffen, wo selbst ein Staat nicht cheaten kann, da es für ihn unmöglich ist, so viel Energie bzw. Rechenleistung wie der Rest der Welt aufzubringen. Wir können dank Bitcoin alle weiteren Netzwerke absichern, Zahlungen durch das Lightning-Netzwerk oder digitale IDs durch Microsoft Ion. Am Ende stellt sich jetzt die Frage, ist nun der Energieverbrauch gerechtfertigt? Das kann nur jeder für sich selbst beantworten. Sieht man die Lösungen, welche Bitcoin bringt, kann man die Frage mit Ja beantworten. Durch Proof of Work haben wir Menschen eine nie dagewesene Sicherheit in einem Netzwerk geschaffen, wo niemand einer anderen Person vertrauen muss. Die aktuellen Probleme wie Klimawandel, Korruption, Enteignung, Boom and Bust, Einfrieren von Konten, Kriege, Schere zwischen Arm und Reich haben alle ihren Ursprung im Fiat-Geld. Die unterste Ebene jeder Gesellschaft ist das Geld. Wenn das Geld korrumpiert ist, leidet die gesamte Bevölkerung. Verbessert man diese Basisschicht, verbessert sich automatisch alle weiteren Dinge, die darauf aufbauen. Bitcoin wird die Menschheit mehr verändern als die Menschheit Bitcoin. Fixe Money, fixe World. Energie. Jo, ich hoffe, ich konnte dir erklären, warum der Energieverbrauch notwendig ist. Falls du noch Fragen hast, schreib sie unten rein. Ich beantworte sie gerne. Folg mir gerne auf Twitter oder lass 21 eine Spende da. Ciao!